kommen wir von einem künstlichen Material der Mikrofaser zu einem Naturmaterial, nämlich dem Leder. Wir haben jetzt hier eine Live-Lederreparatur, noch ein, zwei Sachen rund um das Thema. Und dafür begrüße ich Lars Pickert, Michael Marx vom Lederzentrum. Herzlich willkommen. Also wir machen das heute so, dass ich ein bisschen Unterstützung von Micha kriege. Ich werde hier einmal an der Stelle, die halt noch nicht repariert ist, beziehungsweise ich habe hier, wenn das für die Kameraleute okay ist, würde ich es gerne hier machen. Ich habe da auch noch mal ein Loch reingemacht und würde das halt einmal reparieren. Genau. Micha bereitet schon ein bisschen was vor. Also das Erste, was ich immer erstmal mache hier bei solchen Sachen, ist, ich gucke erstmal, ob ich das nicht vielleicht mit so einem Werkzeug, was es auch von uns gibt, Zahnarztwerkzeug, was immer wieder gut ist. Ich meine, ihr repariert auch ein bisschen was, Nico. Da benutzt du wahrscheinlich auch ab und zu mal das Zahnarztwerkzeug auch, ne? Hast du mit mir gesprochen? Ja, ich habe mit dir gesprochen. Entschuldigung, ja, absolut. Der Zahnarztwerkzeug ist sehr hilfreich, gerade bei frickligen Arbeiten. Ist Gold wert. Nee, das ist alles gut. Müssen wir so, genau. Also genau, mit dem kann man halt erstmal einmal gucken, dass man das ein bisschen runterdrückt. Was ich aber definitiv brauchen werde, ist eben eine Prägekartusche, oder eine Prägung von der Oberfläche. Deshalb mache ich hier einmal eine Prägung. Und ich habe das auch bewusst mal so eine Reparatur gemacht, mit so wenig Zeit, weil ich einmal kurz auch mal zeigen wollte, dass man, wenn man ein bisschen geübt ist und das schon 2-3 Mal gemacht hat, danke, dass man dann so eine Reparatur auch schnell machen kann, ja. Ich meine, die Herausforderung bei dem Lambo war, dass das war an so einer Kante direkte Sichtfläche, also man hat da ja permanent drauf geguckt, ne? Weil wir den gerade kurz angesprochen haben. Und der war auch brutal matt und ja, das war nicht so ganz einfach. Aber am Ende hinbekommen und hat dann funktioniert. Mein Ton verabschiedet sich, aber der Föhn ist ja eh nicht so spannend. Genau, also Prägekartuschen-Set, einmal auftragen, Folie drüber, dann kann man das trocknen lassen oder man föhnt das eben trocken. Wenn man es trocknen lässt, gut, heute ist es warm in Berlin, aber wenn es nicht so warm ist, dann dauert es so 20, 25 Minuten. Und zur Sicherheit das einmal ein bisschen runterkühlen. Kriege ich so ein bisschen eine Info zeitmäßig so? Weil bei der letzten Dekon habe ich ja dezent überzogen, aber da war das ja... Du hast Zeit, alles gut, ich sag Bescheid. Wenn du bei der Hälfte bist, kriegst du eine Info. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, Bodo ist noch im Live-Chat, by the way, ne? Guter Hinweis, genau, für alle, die Fragen haben. Der Bodo vom Lederzentrum beantwortet alle Fragen live, die dazu entstehen. Also einfach in die Tasten hauen und dann ist Bodo für euch da. Genau. So. Und dann also ich bin heute dann eher so der Handlanger hier. Ich merke schon, ja. Ja. Wie ist das so? Auch mal gut, sich mal ein bisschen zuzugucken. Ja, natürlich. Ja gut, das ist natürlich am Ende immer schwierig, wenn man dann eine Reparatur hat, so ein Zeitfenster, was macht man zusammen. Aber mir war noch mal wichtig, Micha ist ja doch bekannt, viele Leute kennen ihn. Und mir war noch mal wichtig, dass wir da jetzt eben zusammenarbeiten. Micha wird Schulungen anbieten. Also wer nicht ins Lederzentrum kommen möchte, jeder ist natürlich herzlich willkommen, da zu einer Schulung zu kommen. Wir machen ja jede Woche mit Burim eine Schulung. Das macht sicherlich auch Sinn, wenn man noch mal tiefer einsteigen will oder komplizierte Sachen mal machen will oder mal ein Projekt hat oder wie auch immer. Aber so erstmal so grundlegend zu verstehen, worum es geht und die Basics und eine Einstiegswange zu reparieren, ein Lenkrad zu reparieren, all diese Dinge, da macht es auf jeden Fall auch Sinn, vielleicht zu sagen, komm her, ich gehe da einmal auf Micha zu. Ja. Oder ich buche gleich eine ganze Woche und mache halt noch oder so, ja. Polieren, Beulen rausmachen. Alles. Beulen ist, glaube ich, für sich schon eine Woche, ne? Oh, ja, Dellen drücken, Hagelschadenreparatur, eine Woche, knapp eine Woche. Ja, genau. Also das ist halt irgendwie so, ich glaube, dass man dann kriegt man eine gute Kombination, auch für Leute, die gerade sagen, na, ich will mal mit dem Thema anfangen, kann man sich halt Micha eine Woche nach Hause holen. Das ist eine Einladung. Tja, und dann Geld mache ich viel, da? Ja, für Geld mache ich mir viel. Genau, was ich jetzt gemacht habe, ich habe das erhitzt, 230 Grad, weil wir arbeiten hier mit Kunststoff. Nicht wie bei Leder Vollgas, sondern ein bisschen zurückhaltender. Wobei ich ja hier schon ein bisschen üben konnte, ein bisschen gucken konnte, wie das so ab kann. Und präge das erstmal runter. Also ich entferne nichts, was übersteht oder sonst irgendwie so, sondern ich habe das runtergeprägt. Was würde passieren, wenn du jetzt zu heiß wirst? Ja, dann verschwindet die Prägung und dann hast du halt eine große, flache Fläche ohne Prägung und dann musst du, also man kriegt das wieder hin, aber das ist schon zeitaufwendig. Also mit viel Zeit muss man da wieder
wieder gut ranarbeiten. Genau, das habe ich hier eigentlich nur so für den Transport gemacht. Das nehme ich immer weg. Ich nehme jetzt Lederfiller in Schwarz, dann gibt es in Weiß und in Schwarz. Ich nehme den jetzt in Schwarz und fülle das Loch erstmal nur bis oben hin auf. Und ich nehme deshalb den Lederfiller, weil der an sich so ein bisschen, also der hat feste Körperbestandteile in sich oder Festkörperbestandteile, so heißt es, glaube ich, innen drin sich. Und er füllt das und er bleibt relativ formstabil. Also er trocknet weniger weg als im Vergleich zu den anderen Füllstoffen, die wir haben, bei denen wir das aber oft wollen. Ne? Und dann habe ich das erstmal gut gefüllt. Den kann man eigentlich nicht trocken füllen und er muss eigentlich gebacken werden. Deshalb mache ich jetzt das Pad noch mal ein bisschen heiß, gehe einmal drauf, präg den noch mal, dass der einmal so ein bisschen durchwärmt. Danke, Micha. Das heißt, normalerweise einfach stehen lassen oder mit einer Lampe oder wie würdest du es normalerweise machen? Also wenn man die Zeit hat, stehen lassen, das ist immer am besten und dann vielleicht sogar erst am nächsten Tag weitermachen oder nachmittags. Ne? Oder Infrarotlampe geht natürlich oder wenn man noch eine Halogenlampe hat, dann geht das auch, weil die auch eine schöne Wärme macht. Ne? Aber jetzt, um das ein bisschen, ich will ja einmal zeigen, dass man auch schneller arbeiten kann. So, jetzt hat man schon, ja, also viele Endverbraucher sind damit schon glücklich, wenn sie das selber machen. Und Filler? sonst kann das, Plastic Paste? jetzt nehme ich Leather- und Plastic Paste, die kann man auch einfärben. Muss man in dem Fall aber hier nicht, aber man könnte sie einfärben, wenn man es wollte. Also die Tube ist noch zu, jetzt hat er es gemerkt. Nee, Leather- und Plastic Paste ist einfach... Warum jetzt Leather und Plastic Paste, nicht nochmal Filler? Weil Leather- und Plastic Paste sich sehr einfach prägen lässt im Vergleich zu Filler. Also viel, viel einfacher kann man das prägen. Und im Gegensatz zum Filler verliert sie halt viel an Volumen. Das wollen wir aber in dem Fall, weil wir wollen ja zu den Rändern hin auf 0 runter, dass wir keinen Übergang haben. Ne? Und damit ich jetzt keinen Übergang habe und eine schöne Prägung dahin bekomme, nehme ich Leather- und Plastic Paste. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Man kann die einmal direkt föhnen, damit die transparent wird, oder das Pad erhitzen. Wenn man so wenig Material hat, wie ich jetzt verwendet habe, also von der Schichtstärke her, ne, empfehle ich eigentlich, das Pad heiß zu machen und nur kurz bevor man jetzt rüber prägt, das einmal ein bisschen anföhnen und dann nochmal prägen und dann geht das drauf. Nochmal, Micha, du kannst ja nochmal erzählen, dein Abenteuer, was ja gut ausgegangen ist bis jetzt. Du hast ja ein Cadillac, ne? Ja, ja, mit dem Weißes Vinyldach, ja. weil wir jetzt hier gerade eine Kunststoffreparatur machen. Und das hast du umgefärbt in Schwarz eben, ne? Ja, ist ja so die Problematik, ne, bei den Vinyldächern, bei den amerikanischen Fahrzeugen, die lassen teilweise mit der Zeit einfach nach an Elastizität, wie auch immer. Und das Verdeck war eben weiß und war mit der Zeit dann eben auch vergilbt und man konnte es nicht mehr richtig reinigen. Und wie ich 20 Mal ums Auto rumgelaufen, bis dass ich mich dann entschieden habe, hier in Absprache mit dir, beziehungsweise nach genauer Betriebsanleitung, dieses Verdeck dann auch umzufärben. Also es darf auch gerne draußen bestaunt werden. Ja. Und ist also tatsächlich auch haltbar. Muss man natürlich von der Mixtur, Farbe zum Vernetzer und so weiter vielleicht ein bisschen gewisse Dinge beachten, weil es doch etwas stärker strapaziert ist, ne, durch Witterungseinflüsse und. Aber ich wage zu behaupten, dass es mir gelungen ist. Ja, ja, wir hatten auch mal ein kleines Abenteuer, gibt es auch ein lustiges Video zu, da hat Mo bei seinem Chevy-Van so eine beige Sitzgarnitur, komplette Garnitur in so einem blau-Metallic-Look umgefärbt. Ja, das war auch ein Abenteuer. Ja, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, Michael Marx, auf Facebook finden wir dich auf Instagram? Ja, auf Detailing Crew, Sonax. Genau, da könnt ihr mal reingucken, da ist bestimmt der Cadillac auch zu sehen. Ne? Ja, da ist er auch zu sehen, ja, ja. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Natürlich. Lars, du hast noch 15 Minuten, also du kannst weiter atmen. Ja, super. Genau, also ich habe jetzt dann eben schon mal ein bisschen Farbe drüber gemacht. Noch mal ganz kurz, ich habe hier GLD stehen und auch Lederreiniger mild. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich das ein bisschen abkürzen wollte. Will auch nicht euch zu sehr langweilen im Prinzip. Natürlich macht man erstmal seinen Bereich sauber mit Lederreiniger mild. Und ja, vielleicht noch eine Neuigkeit zeigen. Wir haben eine schwarze Bürste jetzt. Die ist ein kleines bisschen größer. Kann ich dir mal rübergeben. Die ist ein bisschen größer, weil doch Leute immer wieder gesagt haben, wäre angenehmer, wenn sie ein bisschen größer wäre.
Und wir haben jetzt auch, also die alte Bürste gibt es nach wie vor. Wer die gut findet, kann sich die bestellen. Aber es gibt jetzt eben auch eine schwarze Bürste und die ist ein kleines bisschen größer. Alles andere ist das Gleiche. Und dann hat man es ein bisschen leichter. Das ist jetzt meine. Oder du packst sie nachher zum Gewinnspiel dazu, dann kriegst du sie von mir wieder. Gewinnspiel. Bist du los, ne? Instagram haben wir 10 Lenkradsets. Das ist mal eine Ansage. Genau, also auf Instagram.de/Lederzentrum oder wie hieß die, ich weiß es nicht. Richtig, ja, ist korrekt. Ja? Die Regie sagt mir gerade, ist korrekt. Wunderbar. Ist aber auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, da könnt ihr einmal hingehen, da steht dann einmal, was ihr tun müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und dann könnt ihr eins von den Lenkradsets gewinnen. Ja. Einmal ist das ein sehr, sehr beliebtes Produkt, das Lenkrad. Pflegeset, das heißt ja Pflegeset, aber man kann damit auch nachfärben und alles. Und man kann aber eben auch eine kleine Stelle an der Sitzwange machen oder wie auch immer. Man muss das jetzt nicht unbedingt für ein Lenkrad nehmen. Ja, jetzt ist schon ein bisschen besser aufgefüllt. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Farbe drüber. Und ihr seht, ich nebel ein bisschen aus, dass wir einen schönen Übergang bekommen. Und ich habe die Lederfarbe, ich habe die natürlich vorher gemischt, habe vorher geguckt, dass sie hier auch gut passt. Das Armaturenbrett ist zwar schwarz, aber sehr, sehr matt. Und man kann halt in die Lederfarbe, das ist immer noch nicht so vielen so ganz klar, man kann da eine Mattierung reinmachen, die wir auch mit anbieten. Und dann hat man halt von vornherein gleich schon ein mattes Finish und tut sich dann später viel, viel leichter, wenn man den Topcoat drüber macht, um den Glanzgrad nachher zu bekommen, den man... Thema Schwarz und Teer ist vielleicht auch noch ganz interessant. Da ist ja auch, geht ja auch in die Richtung, ne? Die Farbe sozusagen. Ja, Teer ist ein bisschen satter an sich, also etwas schwärzer, wenn du so willst. Ja. Und da kann man halt... Also er packt jetzt gerade den Vernetzer in den Topcoat. Genau. Ja, damit die Haftung entsteht. Genau, quasi ein Härter, wenn man sozusagen. So, jetzt gehe ich mal gucken. Jetzt muss ich mir das auch mal angucken, was ihr da macht. Härter. Ja, und sollte man dann doch Probleme in der Farbfindung haben, beziehungsweise es gibt ja ein ganz tolles Tool mittlerweile, den Lederscanner im Handtaschenformat sozusagen. Also dabei, der genau. wirklich hier den Farbton abmisst und mit einer entsprechenden Handy-App dann doch die Rezeptur für den Farbton rauswirft. Und ziemlich zielgenau, ne? Ja, es funktioniert schon. Es funktioniert. Es ist nichts wie so viele Sachen, die zu 100% funktionieren. Ne? Aber ihr habt den Scanner ja jetzt auch schon ziemlich von Anfang an benutzt. Ich weiß nicht, wie oft du den benutzt. Und du hast den auch schon eine ganze Weile. Ne? Und ja, aber das Feedback von dem Scanner ist überwiegend positiv, was uns natürlich sehr freut, weil wir haben viele Jahre, also gute 5 Jahre dran rumgedoktert, haben diverse Modelle an Scannern ausprobiert und das hat alles nicht funktioniert. Und zwischendurch war das auch so, dass wir gesagt haben, das geht wohl offensichtlich technisch nicht. Ne? Aber irgendwann kam dann Datacolor halt mit diesem Scanner her und hat uns dann die Möglichkeit gegeben, eine eigene Software drauf zu machen. Also wir haben da den Zugang bekommen, dass wir eine eigene Software machen konnten. Und die Kombination, die war dann nachher die funktioniert hat. Also dass wir das selber programmiert haben. Gibt ja noch Matthias, der mit im Lederzentrum in der Geschäftsleitung ist. Der hat sich da rangesetzt, hat was zusammengeschrieben und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass die er Kamera halten. Würdest du das normalerweise abkleben, jetzt so Lüftungsgitter und solche Themen, oder ist das unbedingt? Ich habe das Lüftungsgitter hier habe ich halt rausgenommen extra. Ne? Ja. Das hier würde ich noch mal abkleben und das habe ich halt ja auch hier abgeklebt mit dem Klebeband, was man auch von uns bekommt, was transparent ist, aber nicht 100% transparent, was hitzebeständig ist, aber es ist auch teuer. Warum transparent? Ja, also einmal transparent, dass ich halt sehe, wo ist das Klebeband, also was klebe ich eigentlich ab, wenn ich jetzt an der Naht arbeite. Aber wir haben festgestellt, die Klebebandbänder, die wir vorher hatten, wenn die komplett glasklar sind, dann weißt du halt auch nicht genau, wo du bist. Deshalb haben wir es blau eingefärbt. Ne? Ja. Und jetzt kannst du halt genau sehen, wo du hingehst. Und und es ist halt hitzebeständig. Also es schrumpft nicht zusammen, wenn es Wärme bekommt. Und hinterlässt auch null Rückstände
oder sonst irgendwas, ja. Genau. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber man kann ja, wenn man später im Livestream guckt, auf die Uhr gucken, wie lange die Reparatur gebraucht hat. Die Regie kannst du mir ja mal kurz sagen, während ich nach vorne laufe, dann kann ich dir auch eine Zahl geben. Und genau. Das wäre es jetzt auch schon. Also man kann nochmal Lederversiegelung natürlich auftragen, wenn man will. Also Ne? du hast jetzt eine Viertelstunde gebraucht. Wir haben noch 7 Minuten. 15 Minuten zum Reparieren. Ja. Gut, dann kommt noch vielleicht nochmal Reinigung dazu. Ja, aber dann bist du in 20 Minuten, eine halbe Stunde, hast du so eine Beschädigung im Armaturenbrett eben so schnell repariert, wenn man ein bisschen routiniert ist. Und wenn man nicht routiniert ist und man braucht 2 Stunden, ist es ja immer noch super schnell. Ne?